Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Im vierten und letzten Teil über die Ritterwelt der 80er Jahre schauen wir uns heute die zwei wunderbaren Waldleute-Sets an, die mir Patrick für dieses Video geliehen hat. 1987 ist das erste Waldleute-Set herausgekommen mit Robin Hood und seinen lustigen Gefährten. Die Figuren bekamen neue, spitze Schnabelhüte in grüner oder brauner Farbe, wie sie in den Strumpfhosen-Serien der 80er Jahre üblich waren. Die Federn sind die bisherigen Helmfedern von 84. Die Waldleute sind alle grün, eine neue Farbe, die bisher bei den Minifiguren nicht verwendet wurde. Die Figuren mit den grünen Armen haben die Bedruckung des Dorfbewohners mit Kragen, Gürtel und Geldbeutel. Die Figuren mit den roten, blauen und schwarzen Armen haben den farblich dazu passenden Waldleutekragen mit Zinnenmuster. Die Waldleute brauchen natürlich einen geeigneten Wald, in dem sie wohnen können. Die Tannenbäume von 71 sind viel zu klein, um darin ein Baumhaus zu bauen. 86 gab es neue Bäume, aber noch kleinere, die nur für das Unterholz reichen. Die Waldleute brauchen für ihre Verstecke, Baumhäuser und zum Herumklettern unbedingt größere Bäume. Für die Baumstämme werden die neuen Eckmauerelemente verwendet, die es 86 ganz neu in der Falkenritterburg und in der Roten Fachwerkschenke gab. Daneben kamen die 1x5x4 Halbbögen neu heraus, die nicht nur für Burgtor und Gewölbe, sondern ganz besonders auch für die Baumäste geeignet waren. Man steckt die Halbbögen einfach auf die Baumstämme oder in die Baumkrone und bekommt so die weit ausladenden gebogenen Äste. Für die Blätter gibt es zwei neue Laubelemente, ein großes und ein kleines, mit denen man die Baumkronen farblich gestalten kann. 1988 kamen noch die grünen Lianen dazu, zum Klettern und zum Tarzanartigen Herumschwingen. Und die Teile wurden gleich auch als Peitschen für die Kutscher verwendet. Die schwarze Baumfarbe wird häufig kritisiert, aber damals gab es eben noch keine braunen Bausteine und Platten. Ich persönlich finde die Grau in grauen Burgen auch langweilig, die schwarzen sogar hässlich, und bei den braunen Bäumen würde einfach der Kontrast zu den vielen braunen Waffen und Spezialteilen fehlen. Die Waldleute brauchen die hohlen Bäume als Versteck, deshalb kann man sie mit seitlichen Scharnieren aufklappen. Aus dem hohlen Baumstamm wird ein breites Gebäude mit vielen Räumen und Verstecken. Von vorne gesehen bekommt man mit einem einzelnen Baum schon eine breite Spielkulisse, die wie ein großer, dunkler Wald aussieht. Wenn man ein kleines Set auseinanderklappt, schaut es gleich doppelt so groß aus. Dieser einfache Baum ist kein offizielles Set, ich habe ihn nur schnell gebaut, um euch den Aufbau der Waldleute-Bäume zu zeigen. Und er ist ein guter Übergang zu unserer ersten Waldleute-Packung. Das Baumversteck 6054 ist eines der ersten Waldleute-Sets, die in Deutschland erst im Februar 1988 herausgekommen sind. Die Baumhöhle von Robin Hood mit Wachposten aus 194 Teilen mit zwei Minifiguren. Die Packung hat mir Patrick geliehen, der sie original aus erster Hand aus seiner eigenen Kindheit aufbewahrt hat. Der Karton hat seitliche Laschen zum Aufmachen und es gibt einen stabilen Innenkarton zum Herausziehen, der bei den Packungen ohne Sichtfenster einfach weiß ist. Am oberen Seitenrand ist der große Legoland-Schriftzug und der typische kleine weiße italienische Aufkleber mit Sicherheitshinweisen und Adresse, der typisch für alle italienischen Lego-Packungen der 80er Jahre ist.
Auf der linken Seite haben wir die Altersempfehlung ab 7 Jahre. Unten sind 2 Detailbilder und auf der Rückseite gibt es 5 Fotos. Auf der rechten Seite ein großes Bild von einem Alternativmodell, auf der linken Seite 2 kleine Fotos, die die Aufklappfunktion zeigen, und unten wieder 2 kleinere Alternativmodelle mit einem Baum und einer Waldhütte. Auch wenn die Alternativmodelle nicht so überzeugend wirken, hat Lego früher einen großen Wert darauf gelegt, die Sets als kreative Baukästen darzustellen, bei denen man das Modell schnell und vielseitig umbauen kann. Die Bauanleitung ist ein kleines DIN A5-Heft mit 16 Seiten, das mit Klammern zusammengeheftet ist. Wie bei allen Bauanleitungen der 80er Jahre haben wir auf der oberen Hälfte der Titelseite die Aufmachung und auf der unteren Hälfte beginnen schon die Bauschritte mit den Minifiguren. Diese alten Bauanleitungen haben immer einen besonders schnellen Baufortschritt und es fehlt der Kasten mit den verwendeten Teilen für jeden Schritt. Man muss immer genau schauen, weil teilweise Bauteile verdeckt sind und man kann sich leicht verbauen, wenn man einzelne Teile vergisst. In 23 Bauschritten ist das Modell aus 194 Teilen vollständig aufgebaut. Bei dieser Packung sind 2 Figuren dabei, ein grüner Robin Hood mit einem grünen Hut und weißer Feder und ein roter Gefährte mit braunem Hut und gelber Feder, beides sehr häufige Figuren. Es waren damals ja 3 unterschiedliche Federn auf einem Spritzgrat, deshalb waren bei diesem Set noch 4 zusätzliche Ritterhelmfedern als Reserve dabei. Es ist mir unerklärlich, warum diese kleinen Federn heute so selten und teuer geworden sind. Die Baumhälften sind auf 2 grünen 6x12 Platten gebaut, die man mit den mittleren Scharnieren zusammen und auseinanderklappen kann. Robin Hoods lustiger Gefährte trägt Pfeilbogen und Köcher und übt das Bogenschießen an einer Zielscheibe. Ich musste sie leider durch eine neue ersetzen, die originale Zielscheibe ist gelb und schaut ganz anders aus. Die neue weiße Zielscheibe ist aus der Neuauflage von 2022. Ich habe bei meinem letzten Besuch in der Fabrik einmal in das richtige Fach hineingegriffen, aber die weißen Zielscheiben passen überhaupt nicht zum Set. Im Baumstamm gibt es eine Höhle, durch die man in das Versteck im Inneren des Baumstammes hineingehen kann. Die Baumhöhle wird aus den 3 Eckwandelementen gebildet, aus denen der Baumstamm zusammengebaut ist. Oben im Baum ist der Wachposten mit dem blauen Dach und den 2 seltenen braunen Waldleuteschilden eingebaut. An den Baumzweigen hängen 2 Lianen. Der grüne Robin Hood klettert gerade daran herum. Im Hochstand hängt ein Schwert an der Wand. Der Raum ist mit grauen Steinen in die Baumkrone hineingemauert worden. Die Figur kann ihren Wachposten besetzen und nach vorbeiziehenden Kutschen Ausschau halten, die die Waldleute überfallen können, um das Geld den Armen zu geben. Der Wachposten hat einen guten Rundumblick durch 4 schmale Rundbogenfenster. Der Hochstand ist einfach in die Baumkrone hineingebaut. Es gibt 2 große Äste, die vorstehen und die sich beim Zusammenklappen überschneiden. Auf einem Ast steht eine schwarze Funkantenne mit einer roten Flagge. Das Wachzimmer hat ein blaues Dach aus einem Autodach. Man kann es zwar aufklappen, aber ich denke, das ist keine richtige Spielfunktion, sondern es ist einfach die neue Bautechnik, wo beginnend mit den Burgen immer häufiger schräg gestellte Platten als Dachflächen verwendet werden. Vom Waldleuteversteck gab es ja im Juni 2022 zur neuen großen grauen Burg eine Neuauflage mit der Artikelnummer 40567, die man als Gratisbeigabe zu einem Einkauf bekommen hat.
Die Farben und die Teile haben überhaupt nichts mit dem alten Original zu tun und man kann weder Minifiguren noch Waffen für das alte Original verwenden, wie wir schon bei der Zielscheibe gesehen haben. Der zweite Waldleute-Baukasten, den Patrick aus erster Hand aus seiner eigenen Kindheit bis heute aufbewahrt hat, ist ein ganz großer Glücksfall. Zwischen 87 und 90 gab es insgesamt nur 7 verschiedene Sets und eines davon ist ein extrem seltenes Exklusivset mit 2 besonders gesuchten, einzigartigen und wunderschönen Teilen. Die einmalige bedruckte Grundplatte, die wir uns noch genau aus der Nähe anschauen werden, war nur bei diesem exklusiven Set allein dabei. Und die einzige Waldfrau, die es überhaupt gab. Diese hier ist leider nicht echt, ich werde euch die Geschichte gleich erklären. Der Waldleute-Flussübergang 6071 oder auf Englisch Forest Man Crossing ist das Einhorn und der heilige Gral von allen Forest Man-Sammlern. Ich habe das große Glück, dass ich euch dieses einmalige Set heute aus der Nähe zeigen kann. Ich habe diese Packung nur im US-Standardkatalog in den Jahren 1990 bis 92 gefunden. In Deutschland war es angeblich niemals im Verkauf. Neben den unzähligen Exklusivsets, die ich euch bereits gezeigt habe, ein weiteres Beispiel, wie Lego den gut laufenden Hauptmarkt in Deutschland immer vernachlässigt hat. Es ist aber auf gar keinen Fall ein reines US-Exklusivset, wie oft gesagt wird. Dieser Karton ist nämlich überhaupt keine US-Packung. Es fehlen die amerikanischen Aufschriften, Castle System links unter dem Legoland und Age 7 to 12 rechts unter dem Lego-Logo. An der Oberseite und an der Unterseite stehen auf den US-Packungen die Schriftzüge Forest Man Crossing. An der Rückseite hat die amerikanische Packung ein kleines wappenförmiges Schriftfeld und am Innendeckel auf der linken Seite einen langen Text, wo die hervorragende Lego-Qualität beworben wird. Ich habe hier also eindeutig keine amerikanische, sondern eine typische internationale Packung. Patricks Mutter hat diesen Baukasten Anfang der 90er Jahre ganz einfach in unserer Stadt bei Spielwarenrichter am Graben gekauft. Bei den Geschenken wurden die Preisschilder zwar immer abgerissen, aber man kann hier noch genau das Lire-Symbol erkennen. In den 90er Jahren ist der weiße Zusatzaufkleber auf den italienischen Verpackungen weggefallen. In den 80er Jahren war auf diesem Aufkleber neben den Sicherheitshinweisen auch die Importeuradresse von Lego Italien aufgedruckt, mit dem Sitz in Lainate, 15 Kilometer nördlich von Mailand. Der Italiensitz wurde 1975 von Edith Kirk Christiansen eröffnet, das war die Frau von Gottfried und die Mutter von Kjeld. Der legendäre Generaldirektor von Lego Italien war von 62 bis 97 Giancarlo Morganti, der sich für Minitalia ganz besonders eingesetzt hat. Die Packung ist relativ groß, genauso wie bei den Burgen ist auch bei den Waldleuten der Hintergrund gelb mit dem Sonnenaufgang. An der Unterseite ist das Copyright mit der Jahreszahl 1990 aufgedruckt. Auf der rechten Seite sehen wir die Altersangabe ab 7 Jahren. Oben ist der große Legoland-Schriftzug. Auf der Rückseite sind 6 Fotos mit 3 alternativen Bauvorschlägen, auf die Lego in dieser Zeit noch großen Wert gelegt hat. Oben rechts eine kleine Hängebrücke über den Fluss, links 2 Fotos mit Spielfunktionen mit dem kleinen Kanu, unten ein großer Flussturm, in der Mitte 2 Gruppenfotos von den Waldleuten mit der Schatzkiste und dann noch ein großes Baumversteck. Es ist eine hochwertige Klappdeckelpackung.
An der Innenseite des Klappdeckels gibt es 6 weitere Fotos mit 2 Alternativmodellen, 3 Spielfunktionen und dem üblichen großen Lifestyle-Bild vom spielenden Kind mit dem Hauptmodell. Unter dem Klappdeckel sind 2 große Sichtfenster, die mit Kunststofffolie hinterlegt sind. Rechts war der Blister mit den Figuren und den Spezialteilen und links waren die Beutel mit den Bauteilen eingelegt. Die Packung öffnet man an den seitlichen Laschen und man kann den stabilen Innenkarton herausziehen. Er ist bei den Sichtfensterpackungen gelb, eine große Lade mit einer kleineren Einlage, um Beutel und Blister auseinanderzuhalten. Wir schieben die Innenkartons jetzt wieder vorsichtig in die Packung hinein und schließen sie. Die Sichtfenster haben an der Oberseite Rundbögen, passend zum Burgenthema. Die Bauanleitung ist ein großformatiges DIN A4-Heft. Am hinteren unteren Rand sieht man die Jahreszahl 1990. Gedruckt wurde die Anleitung in Neumünster in Deutschland. Die Anleitung ist nicht mehr wie früher üblich mit Heftklammern geheftet, sondern die Seiten sind zusammengeklebt, was beim Umblättern einen unschönen Falz ergibt. Auf der Titelseite sehen wir wie gewohnt in der oberen Hälfte die Aufmachung, in der unteren Hälfte gibt es aber ein Foto von einem Alternativmodell mit der Hängebrücke und dem Kanu von der Packungsrückseite. Wenn man aufblättert, werden zuerst auf der zweiten Seite die 5 Minifiguren und das Pferd zusammengebaut. Dann gibt es 23 Bauschritte für das ganze Modell. Auf der bedruckten Grundplatte sind die Gebäudegrundrisse schon vorgezeichnet. Es werden gleichzeitig die 2 Gebäude, der Turm und der Baum aufgebaut und oben mit der Hängebrücke verbunden. Die letzten 3 Bauschritte werden im Querformat gezeigt und füllen die ganze Seite aus. Ich werde euch gleich zeigen, dass die Bauanleitungen früher sehr schwer verständlich waren. Zuerst schauen wir uns aber die 5 Figuren an, weil ich euch noch die Geschichte mit der Waldfrau gestehen muss. Es gibt 4 Waldmänner in allen 4 unterschiedlichen Farben: Grün, Rot, Schwarz und Blau. Und es ist das einzige Waldleute-Set, bei dem es die einzige Waldleute-Frau überhaupt gibt. Nicht nur mit dem einzigartigen, aufgedruckten grünen Korsett, sondern auch mit dem einmaligen grünen Piratenkopftuch. Die Waldfrau hat den Kopf der Piraten von 89 mit aufgedruckten Haaren und roten Lippen. Bei den Waldmännern gibt es 2 grüne und 2 braune Spitzhüte. Bei der Packung ist ein rotes und ein gelbes Federn-Dreier-Set dabei. Ich habe leider keine große gelbe Feder für den roten Waldmann und stecke ihm stattdessen eine kleine gelbe Feder auf. Die günstigsten Figuren sind der rote und der grüne Waldmann, die meist so um die 5 Euro kosten. Die teuerste Figur ist der schwarze um 12 Euro und der blaue liegt im Mittelfeld. Die gesuchteste Figur ist aber, wie gesagt, die einzigartige Waldfrau. Achtung, dieses Bild ist nur eine Fotomontage. Ich habe es nur als Anschauungsmaterial zusammengestellt. In Amerika kostet die Waldfrauenfigur meist über 50 Euro, bei uns sieht man auch schon mal Preise über 100 Euro. Die Figur gibt es zwar nur in diesem Set allein, aber wegen dem legendären Status wurde sie auch noch in 2 verschiedenen Sammlerfigurensets neu herausgegeben. In der Klassikfigurensammlung Nummer 5 von 2010 und Nummer 3 von 2012. Die Neuausgaben erkennt man innen am Oberkörper an den langen Klemmrillen. Die Neuausgabe ist aber kaum 10 Euro billiger als das Original. Patrick hat diese Figur immer sehr gut behandelt und hat sie auch nie weggegeben. Aber als er mir die Packungen für mein Video hergerichtet hat, konnte er die Figur plötzlich einfach nicht mehr finden.
In dieser Zwangslage mit der fehlenden Figur können jetzt 4 verschiedene Personen völlig unterschiedliche Ansichten haben. Ein Sammler würde einfach sagen, das Set ist unvollständig und die Figur fehlt. Ein Spieler nimmt ganz einfach eine Figur aus einem anderen Set, wie zum Beispiel die Piratin von 1989, die genau denselben bedruckten Kopf hat. Ein Bauer stellt sich eine individuelle Figur aus verschiedenen Lego-Teilen zusammen, wie hier mit dem Oberkörper des Burgfräuleins von 1990. Ein Bastler hingegen kann sich auch ein Dekorationsobjekt zusammenbasteln, das natürlich mit dem Original überhaupt nichts zu tun hat. Ich verwende es hier nur für die Filmaufnahmen, um den Gesamteindruck des vollständigen Sets zu zeigen. Der weiße Oberkörper ist ideal für ein selbstgedrucktes Abschiebebild, das würde täuschend echt aussehen. Ich habe hier nur das Foto schnell auf normale Papierklebeetiketten ausgedruckt, mit der Schere ausgeschnitten und wir kleben es jetzt auf den Oberkörper auf. Für eine Sammlung wäre das natürlich absolut ungeeignet, aber als Dekoration für das heutige Video reicht es. Das Kopftuch habe ich mit grüner Modellbaufarbe lackiert, wie ich es schon bei den 40 € teuren Eisenbahnfenstern gezeigt habe. Das ist überhaupt keine Lösung, ich verwende es hier nur als vorläufigen Platzhalter für dieses Video, um euch den Gesamteindruck vom vollständigen Set zeigen zu können. Das zweite einzigartige Teil in diesem Exklusivset ist die grüne 16×32 Grundplatte, die zweifarbig mit einem Flusslauf und mit einem kleinen Teich lackiert ist. Ich habe das Modell schonend abgebaut, damit ich euch zeigen kann, wie der Grundriss in weißen Punkten auf den Noppen vorgedruckt ist. Die Form ist eine normale grüne 16×32 Grundplatte, der Flusslauf und der Teich sind in deckender blauer Farbe lackiert, das Ufer ist aber nur in einer weißlich-hellgrünen Farbe aufgemalt, wo man das grüne Noppenmuster noch durchscheinen sieht. Die Grundrisse der Gebäude sind mit weißen Punkten vorgezeichnet, das ist einmalig in den 80er Jahren. Es erinnert uns an die 70er Jahre, wo es noch bei allen Sets üblich war, dass die Gebäudegrundrisse auf den Grundplatten mit weißen Punkten vorgezeichnet waren, damit man die Noppen nach dem Bauplan nicht abzählen musste. Für die originale Grundplatte zahlt man in Amerika über 40 €, bei uns über 90 €. Deshalb probieren wir jetzt, wie es aussehen würde, wenn man das Set auf einer normalen, unbedruckten grünen Grundplatte aufbauen würde, wie es für viele Waldleute-Fans aus Preisgründen nicht anders möglich ist. Ohne die Bedruckung wirkt das Modell eintönig und fad und ohne Flusslauf geht auch der ganze Spielsinn verloren, mit der Hängebrücke und mit dem Waldmann, der sich auf der Liane über den Fluss schwingt. Wenn jemand Erfahrung mit der Lackierung von Plastikmodellen hat, kann er sich das Muster auf Papier ausdrucken, ausschneiden und mit diesen Schablonen den Flusslauf und die Pfütze auf die Platte aufsprühen. Beim Ideenbuch 260 von 1990 habe ich hier zwar die europäische Ausgabe, aber das große Modell mit der Schmiede am Fluss ist auf der seltenen amerikanischen Grundplatte gebaut, die in Deutschland überhaupt nicht verkauft wurde. Man sieht auf der Bauanleitung auch keine weißen Punkte, die immer sehr störend sind, wenn man einen anderen Grundriss als beim Hauptmodell aufbaut. Wieder ein spannendes Rätsel in der Lego-Geschichte. Das Ideenbuch kam gleichzeitig mit dem Flussübergang heraus, man hatte wahrscheinlich nur den Prototyp der Grundplatte und wusste noch nicht genau, dass man das Set nur in den USA auf den Markt bringen wollte. Das Modell besteht aus 2 Gebäudeteilen. Am linken Ufer ist in einem Baum ein Turm hineingebaut und über den Fluss führt eine braune Hängebrücke zum zweiten Baum am rechten Ufer.
Der Baum ist unten ganz hohl, links im Geäst lehnt eine braune Aufstiegsleiter, die man an 2 Snotnoppenreihen unter die Brücke klemmen kann. Die Leiter reicht aber nicht ganz bis auf den Boden. Die Bäume haben weit ausladende Äste mit den großen Laubelementen. Die Hängebrücke ist schon 89, ein Jahr vorher, bei der Piratenschatzinsel 6270 eingeführt worden. Der gedruckte Flusslauf ist ein wesentliches Gestaltungselement in diesem Modell. Der Turm hat auf der Hinterseite und auf der Vorderseite 2 mit Laubwerk getarnte Geheimtüren. Der Gang führt ganz durch den Turm durch und die Waldleute können hier ihre Schatzkiste verstecken. An der Wand hängt der braune Waldleuteschild mit dem Hirschkopf. Im ersten Stock gibt es ein Fenster mit Geländer und daneben einen Balkon mit einer halbrunden Zinnenbrüstung. Genauso ist auch der Wachposten an der Turmspitze mit einem halbrunden Zinnenkranz umgeben. Der Baukasten mit dem Flussübergang der Waldleute besteht aus 307 Teilen. Die grüne Grundplatte und das grüne, abwechslungsreiche Blattwerk passt mit dem Braun der detaillierten Hängebrücke und der Leiter hier ganz gut zu den schwarzen Bäumen und den grauen Turm dazu. Der Baum hat einen großen, hohlen Stamm und der Turm schaut ziemlich halbfertig aus, mehr wie eine Ruine. Der Turm hat im Erdgeschoss vorne und hinten eine Geheimtür, die auf Noppen in Snottechnik mit einem großen Blattelement getarnt ist. Das ist auf der Bauanleitung bei der hinteren Tür nur sehr schwer zu erkennen. Bei Bauschritt 11 kommt das Blattwerk noch nicht dran und bei Bauschritt 21 sieht man plötzlich auf der Hinterseite einen winzigen Zipfel und man kann nur vermuten, dass hier das Blattwerk aufgesteckt wurde. Im Raum hinter der getarnten Tür können die Waldleute ihre Schatztruhe verstecken. Die Schatztruhe kam schon 85 für die Ritter heraus, 5 Jahre vor den Piraten. Allerdings noch ohne Goldmünzen, sondern nur mit 2 gelben 1x1 runden Platten. Wieder sieht man in der Bauanleitung kaum, wie viele Platten es sind. Laut Bricklink sind es nur 2 Stück. 2 Goldmünzen sind ein eher kleinerer Schatz. Rechts ober der Tür hängt der braune Waldleuteschild, der in gutem Zustand 2,50 € kostet. Er ist mit dem Handgriff in einen Scheinwerferstein in der Mauer hineingesteckt. Wir kennen ihn schon vom Baumversteck, wo 2 Schilde vorkommen. Im ersten Stock ist ein kleiner Unterstand mit einer Seitenwand, 2 Säulen und einer halbrunden Zinnenbrüstung. Und an der Turmspitze gibt es an der Vorderseite wieder dieselbe halbrunde Zinnenmauer. Von der Turmspitze führt die Hängebrücke über den Fluss zum Baum am anderen Ufer. In den Ästen hängt auch eine Liane, mit der sich die Waldleute über den Flusslauf schwingen können. Der Stamm vom hohlen Baum ist wieder aus schwarzen Eckwandelementen gebaut. Es hängt an der Seite eine braune Leiter, mit der man in die Baumkrone zur Hängebrücke hinaufklettern kann. Die Baumäste sind mit den schwarzen 1x4x5 Halbbögen und mit den grünen 6x5 Laubelementen im typischen Stil der Waldleutebäume aufgebaut. Auf einem Ast steht eine schwarze Funkantenne mit einer roten Flagge. Bei der Packung ist ein weißes Pferd dabei mit einem roten Sattel. Das ist 1990 noch die letzte Ausgabe mit dem alten Sattel mit einem einzelnen Clip an der rechten Seite. Wir setzen jetzt einen Waldmann in den Sattel, geben ihm den Speer in die Hand und lassen ihn auf dem Pferd reiten. Zum Abschluss schauen wir uns das schöne Set nochmals von allen Seiten an. Den Turm und den Baum auf beiden Seiten vom Flussufer
Darüber sind die 2 Gebäude mit der braunen Hängebrücke verbunden, darunter schwingt sich noch ein Waldmann mit einer Liane über den Flusslauf. Der Turm hat im Erdgeschoss 2 getarnte Geheimtüren für die Schatztruhe, im 1. Stock einen Balkon und an der Turmspitze führt die Hängebrücke über den Flusslauf. Unter dem Baum weidet am Fluss das weiße Pferd. Es ist ein wunderschönes, stimmungsvolles, buntes Set der freien und lustigen Waldleute mit der einzigen Waldfrau, die es überhaupt gibt, und der seltenen, schön bedruckten Grundplatte. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Mit den 2 wunderbaren Forestman-Sets in den wunderschönen Originalverpackungen, die mir Patrick aus erster Hand aus seiner eigenen Kindheit geliehen hat. Wir haben damit die 4 Folgen der neuen Grauen Ritterwelt der 80er Jahre abgeschlossen. In der nächsten Woche kommen wir zu den Piraten von 89. Genauso wie die Ritter eine beliebte Spielwelt, von der ich außer dem Piratenschiff überhaupt nichts hatte. Für das Video habe ich mir noch die Gouverneursfestung, den Freihafen und die Südseeinsel besorgt. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn ich euch diese gesuchten und beliebten Sets am nächsten Freitag zeigen kann. Bis dahin bedanke ich mich bei euch allen recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!